Also, moin Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Zwar werde ich heute mal eine Vorführung von meiner Beta machen. Zwar, weil auch jetzt Fragen kamen, wie sieht es unter meiner Sitzbank aus, ob ich die mal ankicken kann und Fragen zum Joke-Hebel. Deswegen werde ich jetzt heute mal ein Video drüber machen. Okay, kommen wir erstmal zum Lenker. Und zwar haben wir jetzt hier, wie bei jedem Motorrad, die Kupplung. Dann hat es hier noch die Blinker nach links, rechts, aus. Hier ist dann noch Fernlicht. So ist Fernlicht, so ist normal. Und hier vorne hat es dann noch die Lichthupe. Genau, am rechten Lenkerende hat es dann die Bremse. Hier hat es dann noch den Run-Off-Schalter, also wenn der Motor läuft, kann man sie da direkt ausmachen. Hier ist dann der Starter. Der funktioniert aber nur, wenn man gleichzeitig die Kupplung zieht. Dann kann man sie starten. Und ja, dann kommen wir zum Tacho. Tacho ist hier unten versteckt, ganz schnieke. Hier machen wir mal an. Zum Schluss befindet sich hier. Und Die Batterie ist nicht drin. Die Batterie ist nicht drin, ja. Da müssen wir erstmal die Batterie einbauen. Deswegen kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Und zwar, wie sieht es unter der Sitzbank aus? Das Motorrad steht gerade beim Kumpel. Über den Winter, da ist die Batterie ausgebaut, weil ich jetzt halt nicht fahre. Bei Salz und bei den Temperaturen werde ich nicht fahren. Genau, deswegen werde ich jetzt mal die Batterie einbauen. So, die Sitzbank lässt sich ganz leicht öffnen. Und zwar haben wir hier hinten so eine Schraube. Die Schraube, ich habe jetzt hier einfach mal so ein Werkzeug gefunden, das da reinpasst. Muss man einmal drehen und dann schnappt die so raus. Und dann kann man die ganze Sitzbank, Moment, ich gehe mal auf die andere Seite, so nach hinten rausziehen. So, die ist nämlich hier mit 2 Punkten an den Stellen verriegelt. So sieht die aus. Und was jetzt zum Vorschein kommt, ist nicht viel, aber hier haben wir einmal, das ist Tank, also das hier alles bis nach hier unten, das ist alles der Tank, sind 6,5 Liter, glaube ich, genau. Dann haben wir hier unten den Luftfilter drunter. Und zwar kann man, wenn man hier die Gummis abmacht, kann man hier diese Abdeckung abnehmen. Dann kommt da drunter der Luftfilter zum Vorschein. Und hier ist die Batterie. Die werden wir jetzt nämlich einbauen. So, das setzt man einfach rein. So, passt. Und dann kann man schon festschrauben. So, Nummer 1. Und hier den Schutz drauf. Genau. Dann machen wir die Sitzbank wieder drauf. Das ist ganz einfach, dasselbe bloß rückwärts. Hier muss man beachten, dass der Punkt hier auch einhakt und nicht drüber liegt. Das passiert nämlich recht schnell. Ja, Sitzbank hier wieder drauf. So, und dann dreht man die wieder hier so schräg und den muss man einfach reindrücken, der schnappt dann ein und dann ist das Ganze wieder fest. So, und jetzt geht auch der Tacho an. Magie. So, der Tacho. Genau, ist recht spartanisch gehalten. Wir haben hier einmal die km/h-Anzeige, dann haben wir rechts die Uhrzeit, die immer falsch ist. Ich habe die Uhrzeit einmal eingestellt, aber die hat sich nach einer Woche wieder verstellt. Also die ist irgendwie, hier ist es gerade 1:30. Ja, stimmt nicht. Hier haben wir eine Kilometeranzeige, die ich schon insgesamt gefahren bin, sind jetzt 6.471 Kilometer. Hier rechts können wir dann draufdrücken. Na, siehst du es? Genau, also würde man jetzt fahren, würde man einmal die Durchschnittsgeschwindigkeit sehen und zum zweiten Mal die Maximalgeschwindigkeit. Ah, genau, hier Durchschnittsgeschwindigkeit 60 km/h mit Maximalgeschwindigkeit 111 km/h und die ist so niedrig, das denkt man gar nicht, würde also denken, die liegt bei so 40-50 km/h, aber wenn man halt auch viel steht an der Ampel und halt in der Stadt doch auch nicht schneller als 50 fährt oder so, ist die Geschwindigkeit recht niedrig. Dann haben wir auch schon den Kater hier. Hallo. Genau. Rechts können wir dann hier noch auswählen, wir haben ja hier unten die Anzeige, da haben wir dann noch Trip A und B. Trip A ist jetzt bei 1900 Kilometern, Trip A und B kann man da machen und dann nochmal, das ist die Gesamtstundenzahl, gesamt bin ich schon 160 Kilometer gefahren, 160 Stunden gefahren, hier dann nochmal Stunden A, also zu Trip A, die Stunden und B. Dann kommt man wieder zum Gesamtkilometerzähler rüber. Man kann hier noch ganz viele andere Sachen einstellen, man kann auch während dem Fahren eine Stoppuhr starten, aber ich kenne mich da gar nicht so gut aus und das braucht man eigentlich auch nicht. So, dann kommen wir gleich mal zum Schloss. So, wir haben jetzt hier alles in einem Schloss zusammengefasst, also hier, na, komm raus, genau, so sieht es aus. Hier nach rechts ist es an und nach links müssen wir es runterdrücken.
indem wir es runterdrücken, können wir es nach links drehen und wenn der Lenker jetzt nach ganz links gedreht ist, dann kann man das arretieren, also das Lenkersperre. Dann kommen wir mal zum Tank. Tank ist, wie gesagt, sitzt hier, hat 6,5 Liter, können wir hier aufschließen und dann kommt hier das zum Vorschein, muss man einfach nur hier dieses Käppchen abdrehen und was auch schon mal jemand hinbekommen hat, nämlich der LC-Fahrer, die LC-Fahrerin, die ihr schon aus anderen Videos kennt. Hat schon mal das ganze Benzin nicht da reingetankt, sondern da reingetankt. Das ist nämlich hier die Aufnahme für das Schloss und da ist das ganze Benzin über den Motor gelaufen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, aber eigentlich kein Problem. Ich lege einfach den Deckel immer da rein, dann tankt man da gar nicht falsch. Dann passt es auch alles. Genau, so viel zum Tank. Und da wir gerade schon mal am Tank sind, ich habe kalte Hände. Wenn wir schon mal am Tank sind, dann kommen wir auch gleich zum Benzinhahn. So, zu. Und der Benzinhahn liegt hier. Der Benzinhahn hat 3 Stellungen. Also muss man automatisch machen, bei anderen Bikes geht es von alleine, aber hier muss man noch alles selber machen. Hat 3 Stellungen, so ist er aus, also es kann kein Benzin rein. So ist es, so ist es normal. Und wenn man dann nur noch 1 Liter im Tank hat, dann fängt der Motor auch an zu stottern und das ist ein Signal dafür, dass man auf Reserve schalten muss. Reserve ist dann nach vorne und dann hat man noch 1 Liter, bis er ausgeht. Genau, also ich habe am Tacho keine Tankanzeige und sowas, Ganganzeige hat es gar nicht. Deswegen, weil ich nur noch 1 Liter habe, merkt man dann, dass der Motor anfängt zu stottern und dann muss man auf Reserve schalten. Genau. Dann, wenn wir auch gleich schon hier sind, kommen wir gleich zum Choke-Hebel. Es wurde schon mal gefragt, was macht der Choke-Hebel? Der Choke-Hebel ist dazu da, dass es das Gemisch verändert wird. Und zwar liegt der hier unten, sieht man das? So ist er an. Und so ist er sozusagen aus, wenn man es so nennen will. Und das dazu da, der verändert das Gemisch, das ist der Motor, also das Luft-Benzin-Gemisch wird verändert. Und das dazu da, wenn der Motor kalt ist, wie jetzt gerade, wie im Winter, wo der ganze Motor hier 0 Grad hat, dann ist es so, wenn man ein normales Gemisch hat und dann Gas gibt, dann sauft er ihm ab. Also der kann das Gas nicht richtig annehmen und läuft nicht gescheit und geht aus. Dazu ist der Choke-Hebel da, dann wird das Verhältnis geändert und der Motor kann auch besser drehen und stimmt dazu da, dass der Motor, solange er noch kalt ist, auch besser läuft und auch gescheit das Gas dann nicht absauft. Genau. Ja, dann kommen wir zum Motor und da gibt es erstmal den Vergaser. Am Vergaser hat auch der Choke-Hebel angesetzt, weil dort eben das Gemisch zubereitet wird. Und der Vergaser ist das kleine Ding hier. Das bekommt hier vom Luftfilter die Luft und von da oben das Benzin. Und da sitzt auch der Choke-Hebel an. Genau. Und da kann man auch diverse Sachen einstellen, wie zum Beispiel das Standgas. Da hat man hier diese Schraube, sieht man die? Da dieses Schräubchen, da kann man das Standgas einstellen. Das kann man auch nachher vielleicht kurz demonstrieren, mal schauen. Auf jeden Fall kann man halt einstellen, wie die Leerlaufdrehzahl ist. Hier kann man das Öl einfüllen, kann man Ölstand überprüfen. Okay, sitzt fest. Ja. So. Wenn ihr das Öl überprüfen wollt, dann müsst ihr gucken, dass der Motor kalt ist. Weil wenn der Motor warm ist und gerade noch gelaufen ist, hat sich das ganze Öl im Motor verteilt. Und wenn der Motor kalt ist, sagt das ganze Öl ab und ihr könnt den Ölstand überprüfen. Und dazu muss das Motorrad gerade stehen, also nicht auf dem Ständer, sondern wirklich gerade. Und habt hier diesen Stab, den sollte man jetzt abwischen. Und dann, dass da kein Öl mehr drauf ist. Dann steckt man den wieder drauf, also nicht festschrauben, sondern nur draufstecken. Dann zieht man wieder raus und dann muss das Öl zwischen diesen beiden Markierungen liegen. Ja, so könnt ihr das Öl überprüfen. Genau, und wenn ihr das Öl ablasst, gibt es dann auf der anderen Seite eine Schraube und über die kann man das ganze Öl dann ablassen, wenn man einen Ölwechsel machen will. Ölwechsel kann man meiner Meinung nach selber machen. Das ist kein schweres Ding, man muss halt ein paar Sachen beachten, aber das ist eigentlich kein Problem. So, Ölablassschraube ist hier unten. Das kleine Schräubchen, das muss man abmachen, dann kann das Öl raus.